All right. Good morning. Guten Morgen. I am very, very thankful to be here today. Ich bin sehr glücklich, heute hier zu sein. And I want to thank Simon and Mark for their huge help in getting everything ready. Und ich möchte Simon und Mark danken für ihre große Hilfe, hier alles fertig zu kriegen. And in a very special way, I want to thank Emily. Where is she? Und ich möchte Emily danken. Wo ist sie denn? Emily, that was a beautiful Es song. war ein schönes Lied And there's no way I'm going to be able to compete with that. und ich kann es damit gar nicht aufnehmen. I'm sure in heaven, God was just smiling from ear to ear. Ich bin mir sicher, dass im Himmel Gott von Ohr zu Ohr gelächelt hat. And yeah, so now I have no chance. Jetzt habe ich keine Chance mehr. We're going to go ahead and pray. We're going to get started and ask God to be with us. Wir möchten am Anfang beten und Gott einladen, mit uns zu sein. But before we pray, Aber bevor wir beten, I want you to look at the word on the screen. möchte ich, dass ihr euch das Wort am Bildschirm hier vorne an der Leinwand mal anschaut. Does this word mean anything to anyone? Bedeutet dieses Wort oder erkennt jemand dieses Wort? Wisst ihr, was es bedeutet? The word is achedach. Das Wort ist Achedah. It comes from Hebrew. Es kommt aus dem Hebräischen. Anyone? Irgendjemand? Okay, good. Today will be a great day. Okay, heute wird ein guter Tag. Let's pray. Lass uns beten. Lieber Herr, du bist unser Gott. Du bist mein Gott. Und du weißt, dass heute wir können die beste Musik haben, die beste Predigt, die beste alles und alles wird nichts, wenn du nicht hier mit uns bist. Und so wir beten, nicht für eine Predigt, aber für eine Erfahrung mit Gott. Heute ist Samstag und du hast versprochen, dass du heute mit uns bleibst. Und so durch deinen Heiligen Geist, wir beten, dass diese Versprechen, diese Promise Zeit erreichen in unserem Leben. Wir danken dir dafür im Namen Jesus. Amen. I also forgot to thank my awesome translator. Das ist nicht so wichtig. Nein, doch. Alles musst du übersetzen. Er wollte auch seinem Übersetzer danken. It's hard to find an Übersetzer that will bat and scream. So. Es ist schwer, einen Übersetzer zu finden, der mitbäht und schreit über Kindergeschichten und bei der Predigt. So ich bin sehr dankbar dafür. Da bin ich dankbar dafür. Okay, we're going to Genesis chapter 22. Also wir schauen uns 1. Mose Kapitel 22 an. Our font has changed a little bit. It's not as pretty as it was, but focus on what's the message. The font, it is. Ja, die Schriftart, die hat sich ein bisschen verändert, ist nicht mehr die eigentlich ursprünglich geplant war, aber man kann es trotzdem noch lesen und gerne trotzdem durchgehen. All right, we're going to start by reading our Bibles. So Genesis 22 or 1. Mose 22. Also wir lesen aus unserer Bibel und ihr dürft aufschlagen 1. Mose Kapitel 22. Now this is one of the most important chapters in all of the Bible. Das ist einer der wichtigsten Kapitel in der ganzen Bibel. And not only is it one of the most important chapters in all the Bible, it's one of the most important chapters in 3 different major world religions. Und es ist nicht nur einer der wichtigsten Kapitel in der ganzen Bibel, es ist sogar einer der wichtigsten Geschichten oder Kapitel in 3 der großen Weltreligionen der Welt. It's so important Es ist so wichtig, that philosophers and scholars have written tomes, so many books about this one chapter. es ist so wichtig, dass Philosophen und Theologen da Bücher über Bücher geschrieben haben über dieses eine Kapitel. So before we jump into Genesis chapter 22, what do we have in this story? Really fast, off the top of your head. Also bevor wir jetzt da einsteigen und das lesen, Kapitel 22, was passiert da in dieser Geschichte? An was erinnert ihr euch? Was kommt euch da in den Sinn? It's a real question. Das ist eine echte Frage. Ihr dürft auch echte Antworten geben. I haven't preached here in a long time, I can see. You guys are missing. Ich habe schon lange nicht mehr gepredigt, ich sehe das. Yeah, here in Gar the nicht front, gewohnt, Antworten zu it's geben, ja? the sacrifice of Isaac by Abraham. Das Opfer Isaaks durch Abraham. Okay? Now, how many people know this story? Wie viele von euch kennen diese Geschichte? How many people know this story well? Wie viele kennen diese Geschichte gut?
How many people think there's nothing new you could learn? Wie viele denken, da gibt es nichts Neues, was ich in dieser Geschichte lernen kann? Okay. So Okay. this is what I want you to do. If you think you know Genesis 22 well, then I want you to read Genesis 21. Wenn ihr denkt, dass ihr 1. Mose Kapitel 22 sehr gut kennt, dann möchte ich, dass ihr Kapitel 21 lest. Because I'm pretty sure no one here knows anything about Genesis 21. Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass viele von uns oder niemand hier etwas über Kapitel 21 weiß. And if you're not that sure on chapter 22, then I want you to focus on chapter 22. Und wenn ihr euch nicht so ganz so sicher seid über Kapitel 22, dann möchte ich, dass ihr euch darauf fokussiert und Kapitel 22 lest. We're going to spend 5 minutes. We're actually going to do this. Und wir werden jetzt 5 Minuten verbringen und wir machen das jetzt wirklich hier. You can do this with your neighbor if you want someone to talk to. Ihr könnt es auch mit eurem Nachbarn machen, wenn ihr jemanden haben wollt, mit dem ihr reden wollt. And I want you to jump into the text. Und ich möchte, dass ihr in diesen Text hineintaucht. That's a good word. Eintaucht. I was going to say einmischen, but tauchen, that's a good word. Yeah. I want you to dive. Yeah, that's good. I like that imagery. And I want you to take the text slow. Und ich möchte, dass ihr diesen Text langsam nehmt. What's happening? Was passiert da? Why is it happening? Warum passiert das? Does it go fast? Does it go slow? What is the story behind it? Passiert das, was wir da lesen? Passiert es gerade schnell? Passiert etwas langsam? Was ist die Geschichte hinter dem, was wir da lesen? So I'm going to give you time now to dive deep. I love that. Tauchen. Gut. Ich gebe euch jetzt diese Zeit, um wirklich in diesen Text hineinzutauchen. And then in 5 minutes we'll come back together, or a little less than 5 minutes. Und in 5 Minuten oder ein bisschen weniger als 5 Minuten machen wir weiter. Okay, so go. Okay, los geht's. Ihr dürft anfangen. Was du willst, du entscheiden. Wenn du kennst 22 sehr gut, oder wenn du 22 sehr gut kennst, dann 21. Aber wenn du hast keine Ahnung über beides, dann 22. Real quick, for those of you who love Bible parallels, there is a huge one between 21 and 22. See if you can find it. Nochmal ganz kurz für diejenigen unter euch, die so Parallelen in der Bibel oder Ähnlichkeiten in der Bibel lieben. Da gibt es Verbindung vielleicht. Verbindungen. Da gibt es eine Parallele oder eine Verbindung zwischen Kapitel 22 und Kapitel 21. Ihr könnt mal schauen, ob ihr diese Verbindung seht. Liest du 21 oder 22? Gut. Was liest du? Gut. Du? Auch? Ja, okay. Oder 22? Okay.
Okay, Das war eigentlich 5 Minuten. das waren schon 5 Minuten. I want you to share something you saw in the text with the person sitting next to you. Ich möchte, dass ihr eine Sache, die euch in diesem Text jetzt aufgefallen ist, vielleicht mit der Person neben euch teilt. Also ihr dürft jetzt kurz miteinander reden. Maybe you didn't see anything new. Vielleicht habt ihr nichts Neues gesehen. Then share something that just hit you. Something, this is interesting. Dann teilt einfach irgendetwas, was euch vielleicht Interessant. getroffen hat, irgendwas, was interessant ist. So take this time. We're actually going to talk to each other. It's okay. Also nehmt euch ein bisschen Zeit. Ihr könnt jetzt miteinander reden kurz mit dem, der neben euch sitzt. Zu zweit, zu dritt. Ich mache das mit Absicht. Das ist nicht nur, weil ich habe nicht so viele Informationen. Es ist, weil es wichtig ist. Ich mach, ja. Just realized it. Eddie, du brauchst jemanden zu sprechen mit? Who are you talking to? Dominik, mit wem sprichst du? Niemand? Okay, du kannst mit mir sprechen. Was hast du gelernt? Okay, I don't have. It's pretty now, but I don't have power. Working. No. All right, we're going to go ahead and get started. Okay, wir wollen weitermachen. Is it working? Perfect. Okay. What is something that we can learn about context? Was können wir Yeah, stay über with me. den Let's forget the slide. We're just going to go highlights because we got to rush. was können wir über den Kontext dieser Geschichte lernen? Oh, no, go back one. Okay. So there's a parallel between Genesis 21 and 22. Es gibt eine Parallele zwischen Kapitel 21 und Kapitel 22. I'm going to do a bird's eye flight over these chapters. Und ich mache jetzt eine Vogelperspektive über diese beiden Kapitel. There's so much more you can learn, Da gibt es viel mehr, was wir lernen können, but I don't have time to preach on both chapters aber ich habe nicht Zeit, über beide Kapitel zu reden, leider. because then we'll be here till Passover. Dann werden wir hier bis zum Passafest sein. Okay, so what happens at the beginning? Was passiert am Anfang? On the, your left, no, go back. Yeah. On the left, we find the Genesis 21, and on the right, we find Genesis 22. Auf der linken Seite sehen wir Kapitel 21, auf der rechten Seite, da unten in dieser kleinen Tabelle, sehen wir Kapitel 22. Okay, so what's the first thing that happens? Was ist das Erste, was passiert? God tells Abraham to go ahead and let Hagar and Ishmael go away. Gott sagt Abraham hier, dass er Hagar und Ismael wegschicken soll. And then in Genesis 22 is that he's supposed to sacrifice Isaac. Und in Kapitel 22 soll er dann Isaak opfern. Next slide, please. Then we have in both instances, Abraham rises early in the morning. In beiden Kapiteln haben wir dann die Begebenheit, dass Abraham früh am Morgen aufsteht. And notice what happens. With with Ishmael, he gives him bread, a skin of water, and then sends him away. Und jetzt passt auf, was danach passiert. In Kapitel 21 gibt er dann Ismael Brot, also etwas Wasser mit, und dann sendet er ihn mit Hagar und den Sohn weg. With Isaac, he gets his donkey, he gets 2 young men, and he splits wood for a burnt offering. In Kapitel 22 sattelt er den Esel, er nimmt 2 junge Männer und den Isaak und dann spaltet er Holz zum Brennen des Opfers. What's the connection? Was ist die Verbindung hier?
everything that he does for Ishmael is to ensure that he lives. It's to ensure life. Alles, was er hier für Ismael tut, ist, er versucht, die Lebensgrundlage für ihn zu sichern, dass er weiterleben kann. And everything he does for Isaac is to ensure that he dies. Und alles, was er für Isaak macht, ist, dass er gerade die Vorkehrungen trifft, dass er stirbt. Next slide, please. Okay, then we have Hagar. She wanders in the wilderness of Bathsheba. And then in verse 3, we have Abraham going to the place that God had told him. What's interesting is that Abraham most likely would have to wander through that same wilderness. In Kapitel 21 haben wir auf der linken Seite jetzt hier Hagar, die durch die Wüste wandert, durch die Wüste geht, von Beersheba. Und auf der rechten Seite haben wir, dass dann Abraham zu diesem Platz geht und er geht direkt dorthin. Was interessant ist, dass er wahrscheinlich durch die gleiche Gegend gehen musste, wo Hagar und Ismael auch gewesen sind. Next slide. Then we have both children are going to face a certain death. Wir haben beide Kinder und beide müssen einen bestimmten, oder sieht so aus, als würden sie einen bestimmten Tod sterben. So for Ishmael, the water that he had is gone. The boy placed in one of the shrubs. He goes. His mom leaves him, and she says, "Let me not see the death of the boy." She lifts her voice and weeps. Und wir haben dann auf der linken Seite, dass das Wasser aufgebraucht ist, dass sie den Jungen unter einen Strauch legt, dass sie weggeht, dass sie sagt, sie kann den Jungen nicht sterben sehen und dass sie weint. On Isaac's side, he builds an altar, puts wood, he binds Isaac, lays him on the altar, stretches his hand and takes his knife to slay the son. Auf der rechten Seite, auf Isaaks Seite, sehen wir, dass er den Altar baut, dass er das Holz aufstapelt, dass er Isaak drauflegt auf diesen Altar und dann das Messer nimmt, um ihn umzubringen, zu opfern. Both of these sons would have died if not for what happened next. Beide dieser Söhne wären gestorben, wäre nicht das passiert, was als nächstes in dieser Geschichte passiert. Next slide. Okay, so God's intervention saves both boys. Gottes Eingreifen rettet das Leben beider dieser Jungen. So for Ishmael, it says that God heard Hagar. Bei Ismael heißt es, dass Gott Hagar gehört hatte. Now this is really interesting because Ishmael means God hears. Das ist sehr interessant, denn Ismael, das Wort bedeutet Gott hört. And over here in the story, right when he's about to, right before Abraham's about to kill Isaac, God calls to him. Und auf der rechten Seite in der Geschichte von Isaak ruft Gott genau in diesem Augenblick, wo Abraham gerade ihn töten möchte. And then the child is returned, and then God commands the child not to be harmed, so in essence the child is returned. Was danach passiert ist, auf der linken Seite mit Ismael, da kommt das Kind zurück und auf der rechten Seite heißt es, dass Gott sagt, das Kind soll nicht verletzt werden. This is really interesting. Then God opens up Hagar's eyes and she sees a well. Was dann interessant ist, auf der linken Seite, Gott öffnet die Augen von Hagar und sie sieht eine Quelle. And Abraham lifts his eyes and he sees a ram. Und Abraham er schaut auf und er sieht einen Bock, Then there's a promise that Ishmael will become a great nation, and then the promise that Abraham will become a great nation. Dann gibt es das Versprechen, dass Ismael eine große Nation werden wird und das Versprechen, dass Abraham eine große Nation werden wird. Now you think, okay, that's interesting, but the story doesn't end. Keep going. Und vielleicht denkt ihr euch, das ist ganz interessant, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir machen weiter jetzt hier. Then Hagar gets a wife. The next thing that happens is Hagar gets a wife for Ishmael from her own people. Das nächste, was passiert, ist, dass Hagar mit Ismael, dass sie ihm eine Frau findet von ihrem eigenen Volk, The Egyptians. den Ägyptern. But what's really interesting is after Abraham goes to kill Isaac, there's this weird story about a genealogy. Was dann komisch ist, nachdem Abraham eigentlich seinen Sohn umbringen sollte, kommt dann plötzlich diese Geschichte, diese Genealogie. Gesundheit. Danke. Der Baumstamm, also das Sehr gut. Stammbaum, der Baumstamm, genau. Was ist das auf Deutsch? Genealogie? Genealogie heißt es, glaube ich. Genealogie. Okay. Und es heißt Stammbaum, nicht Baumstamm. Yes.
And this genealogy, this family tree, is the foreshadow of Rebecca, Isaac's future wife. Und dieser Stammbaum ist dann quasi der Hinblick auf Isaaks zukünftige Frau. Then we have the native people saying that God is with Abraham in everything he does, and then it says that in the next chapter, Abraham is recognized as a mighty prince among the people. They're all perfectly paralleled. Und mit Isaak heißt es, dass Gott mit Ismael heißt es, dass Gott mit Ismael ist und Nein. that Abraham? After, yeah, it says the native people are like Abraham, you are awesome. And then the same thing happens in 22. okay. So in Kapitel 21 mit Ismael, da heißt es, dass die Menschen drumherum sagen, dass Gott mit Abraham ist und dass alles, was er tut, ihm gelingt. Und auf der rechten Seite ist dann im Prinzip das Gleiche. Yeah. And then at the end, Abraham negotiates for a well. And then at the end of 23, Abraham negotiates a burial cave for his wife Sarah. Und in der Geschichte 21 verhandelt Abraham am Ende um eine Quelle, um einen Brunnen. Und auf Kapitel 22 verhandelt er um ein Grab. Yeah. So the parallels go through point by point with the story of Ishmael and Isaac. Also die Parallelen, die sieht man in jedem Punkt der Geschichte von Ismael und Isaak. And you say, why is this important? Und ihr denkt euch vielleicht, warum ist das jetzt wichtig? Only for you theology kids is this something important. Vielleicht ist es nur für euch theologische Kinder irgendwie wichtig. It's going to be important because the structure of Genesis 22, it might change how you see this perspective. Es könnte wichtig werden, weil sich vielleicht die Struktur, die Perspektive, die ihr habt, mit der ihr auf Kapitel 22 schaut, ändern könnte. So let's do this together. Genesis 22. We're going to dive a little bit deeper in this chapter. Wir wollen uns jetzt Kapitel 22 zusammen etwas genauer anschauen. Genesis chapter 2, we're starting at verse 1 through 3. 1. Mose Kapitel 22, wir lesen 1 bis 3, die Verse dort 1 bis 3. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee unto the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, of which I will tell thee of. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sagte zu ihm, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Und er sagte, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Okay, thanks. What do we have here? Was haben wir hier? Is there anything strange here? Ist da irgendwas komisch? Go through it. What's the story so far? What's going on? Schauen wir uns das nochmal an. Was ist die Geschichte bis hierhin? Was ist bis jetzt passiert? How old is Abraham? Wie alt ist Abraham? Ja, sehr gut. Jemand hat gesagt. He's about 120 years old. Er ist ungefähr 120 Jahre alt. How old was he when he got Isaac? Wie alt war er, als er Isaak bekam? Yeah, he was ungefähr circa 100 Jahre alt. Er war ungefähr 100 Jahre alt. So Isaac around this time is like late teens, early 20s. No, definitely late teens. Also ist Isaak in seinen späten Teens, also ungefähr 20 Jahre alt. Yeah, ungefähr. Okay, now, who is Isaac to Abraham? Wer ist Isaak für Abraham? Yeah, his son. Yeah, nein. Sein Sohn. Nein. Es ist nicht die einzige Son. Notice the command. God says, oh sorry, you have to translate. Er ist nicht der einzige Sohn. Schaut das, was hier steht. God says, take your son, your only son. Aber das ist nicht die, sorry. Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, aber Es ist nicht die einzigen Son. Yes, everyone's talking. Sehr gut. Jemand spricht. Yeah, actually this word, einzige, we have it in English, it's one. This is not the best word. dieses Wort einzige, in Englisch heißt es den einen, das ist nicht das beste Wort zum Übersetzen hier. The best translation, and I looked at a Jewish
rabbi yesterday, the best translation is actually unique. Some parallel translations say begotten. Das beste Wort hier, was hier zur Übersetzung genommen werden könnte, ich habe das gestern noch nachgeschaut bei einem hebräischen Rabbi, der hat gemeint, das ist einzigartigen Sohn oder vielleicht Eingeborenen Yeah. begotten. Yeah, it's special. Den Geborenen, es ist was Besonderes. In the Quran, this story is actually about Ishmael. I don't know if you knew that. In the Quran, Im Koran the story is actually about Ishmael. ist diese Geschichte, da geht es übrigens um Ismael, nicht um Isaak. And that's one of the things that the Jews and the Muslims have a fight about is who is the son. Und die Muslime und die Juden haben da so ein bisschen Konflikt darüber, wer dieser Sohn dieser Geschichte ist. Now, according to the Bible, it's very clear for two reasons. One, Ishmael is gone. Laut der Bibel ist es recht klar, aus zwei Gründen. Nummer 1, Ismael ist weg zu dieser Zeit. And two is Ishmael is not the son of promise. Und Grund Nummer 2, Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung. He's not the son that Abraham and Sarah have been waiting for and waiting for and waiting for and waiting for. Er ist nicht der Sohn, auf den Abraham und Sarah gewartet haben und gewartet haben und die ganze Zeit gewartet haben. So after 100 years, Abraham finally has his son. So nach 100 Jahren hat Abraham jetzt endlich seinen Sohn. Could you imagine, and I don't mean to be disgusting, but I have to say it clearly. Ich möchte jetzt nicht irgendwie eklig rüberkommen, aber ich will es klar sagen jetzt einfach. Do you know how much disappointment it must have been for Abraham and Sarah every time she had her period? Wisst ihr, wie frustrierend es gewesen sein muss für Abraham und Sarah jedes einzelne Mal, wenn Sarah ihre Periode hatte? I'm not trying to be disgusting. Think about it in this context. Denkt einfach jetzt mal über den Kontext nach und ich möchte es nicht irgendwie... The hopes and dreams of the entire camp are bound up in Abraham and Sarah's ability to have a child. Die Hoffnungen und Träume von Abraham und Sarah sind eben in diesem einen Punkt zusammengefasst, in dieser Hoffnung, einen Sohn zu haben, ein Kind zu haben. And then all of a sudden comes the day when Sarah can't have kids anymore. Und dann kommt plötzlich dieser Tag, an dem Sarah keine Kinder mehr haben kann. Folks, it's over. Es ist vorbei. It is over. Es ist vorbei. You will not have children. Du wirst keine Kinder haben. I'm sorry. Tut mir leid. And yet, out of a miracle of God, Und jetzt durch ein Wunder Gottes Abraham and Sarah bear a son. bekommen Abraham und Sarah einen Sohn. And this son is not only the hopes and dreams of Abraham and Sarah. Und dieser Sohn ist nicht nur die Hoffnung von Abraham und Sarah. We forget that in Genesis, the Messiah has to come through the seed of the woman. Wir vergessen, dass in 1. Mose es heißt, dass der Erlöser durch den Samen der Frau kommen wird. And so without kids, we have a problem because we need a Messiah to save everyone. Und ohne einen Sohn, ohne ein Kind haben wir jetzt hier ein Problem, denn wir brauchen einen Erlöser, der alle retten soll. And so Isaac is the promise. Also ist Isaak der Verheißene. It's not a promise. Es ist nicht... It's complicated, sorry. Ja, er ist der Versprochene, nicht das Versprechen. Ich habe keine Ahnung in der Dien das. Say it again. Keine Ahnung in der Dien das. No, say Yeah. the thing. Oh. He is not just a promise. He is the fulfillment of the promise. He is the promise. Er ist nicht nur ein Versprechen, er ist die Erfüllung des Versprechens. Weißt ihr, was wir meinen? Okay. Here, yeah, on the back, they're like, okay. Come, I promise you, there is a reason for this. We're taking time for a reason. Da gibt es einen Grund, warum wir hier so Wert drauf lesen auf diesen Punkt. Da gibt es, ja, wir werden später God dazu kommen. says, take this promise Gott sagt, nimm dieses Versprechen and kill it. und töte es. Your hopes, your dreams, everything that you trusted in me for, I want it to die. Deine Hoffnungen, deine Träume, all die Gründe, warum du in mich vertraut hast, das möchte ich, dass du jetzt tötest. Sie müssen sterben. Why did he leave in the first place? Abraham, why did he leave his country in the first place? Warum ist Abraham überhaupt ausgezogen aus seinem Land?
He had a promise from God that God would make him a father of many nations. Er hatte das Versprechen Gottes, dass Gott gesagt hat, ich mache dich zum Vater vieler Völker. And finally, Und endlich this is his son. hat er einen Sohn. Now I want you to kill it. Und jetzt will ich, dass du ihn umbringst. Was? What? Was? And it's not just kill it. Und es ist nicht nur töte es, It's sacrifice him as a burnt offering. das heißt, opfere ihn als Brandopfer. Anybody read Leviticus lately? Hat jemand von euch mal 3. Mose gelesen letztens? It's not just kill Isaac. Es heißt nicht nur, bringe ihn um, They have to cut him in pieces. das heißt, schneide ihn in Stücke, He has to skin him. häute ihn. He has to get all this stuff ready just like the real burnt sacrifice. Die ganzen Sachen fertig machen und vorbereiten, wie das wirkliche Brandopfer vorbereitet wurde. For the son and joy of his life. Für den Sohn und für die Freude seines Lebens. Was this easy? War das leicht? Folks, Ellen White says this is the hardest test anyone has had to face till this time. Ellen White hat gesagt, es ist der härteste Test, den jemals jemand erleben musste in der ganzen Zeit. Perfect. I want to ask a question. We need to take a pause here. Ich möchte You- euch eine Frage stellen, wir müssen eine kurze Pause machen. Do you think God would ever ask you to sacrifice something? Glaubt ihr, dass Gott euch jemals fragen würde, etwas aufzugeben, etwas zu opfern? I know. He makes you sacrifice a certain movie Und ich weiß, ja, ihr müsst da vielleicht diesen bestimmten Film opfern oder or Aufgaben that third abgeben. slice of Käsekuchen, Oder das dritte Stück Käsekuchen, that third magnum. das dritte Magnum. I'm talking about my own self here. Ich rede auch über mich selber hier. I want to ask you a question. Ich möchte my euch eine heart. Frage stellen von meinem Herzen. Is there anything in your life that's more important to you than God? Gibt es etwas in deinem Leben, das wichtiger für dich ist als Gott? Because if there is, chances are the devil will find it. Denn wenn es etwas gibt, dann ist die Chance sehr groß, dass Satan dieses finden wird. Had a pastor friend, he told me about a guy, he wanted to get married, that was his dream. Ich habe einen Freund, der ist Pastor, hat einen Freund und er wollte diese Frau heiraten. Sie war sein Traum. No. He wanted to get married, but he didn't have pastor? anyone. No, the The friend of the yeah, pastor. the friend. Also der Freund dieses Pastors, der wollte eine Frau heiraten, aber er hatte keine. And he searched and couldn't find Und one. er hat dann gesucht und er konnte keine finden. And he told God, if you don't bring me a wife, I'm leaving. Und dann hat Gott gesagt, wenn du mir keine Frau bringst, dann werde ich gehen. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? He left. Er ist gegangen. And you know what happened after he left? Und wisst ihr, was passiert ist, nachdem er gegangen ist? He found a wife. Er hat eine Frau gefunden. One pastor said, it doesn't matter how ugly you are, Satan has somebody for you. Ein Pastor hat mal gesagt, kommt nicht darauf, egal wie hässlich du bist, Satan hat jemanden für dich. It's just not funny, it's just very serious. Das ist eigentlich nicht lustig, das ist ernst. Are your kids more important to you than God? Sind deine Kinder für dich wichtiger als Gott? Do you think if Satan could, he would kill your kids? Glaubst du, wenn Satan könnte, dass er deine Kinder umbringen würde? Ask Job. Frag mal Hiob. Is there anything in your life that is more important to you than your relationship with God? Gibt es etwas in deinem Leben, das wichtiger für dich ist als deine Beziehung zu Gott? Is it your marriage? Ist es deine Ehe? Is that money? Ist es Geld? Is it your job? Ist es dein Beruf? What about your hopes and dreams? Was ist mit deinen Hoffnungen, mit deinen Träumen? Do you think ever there might be a time where you're going to have to choose between your relationship with God and your dreams? Glaubt ihr, dass es irgendwann vielleicht eine Zeit geben wird, wo ihr wählen müsst zwischen euren Hoffnungen und Träumen und zwischen der Beziehung zu Gott? Folks, this is not a joke. Und das ist kein Witz hier. Anything that you have that's in front of God is dangerous Alles, was ihr habt, was vor Gott steht, ist gefährlich, because it can be taken away from you. weil es weggenommen werden kann von euch. Everyone's very happy all of a sudden. Jetzt ist plötzlich jeder sehr glücklich.
Sehr froh. Serious. Let's keep going. Das ist ernst. Because the Bible has something to say. We're in verse 4. Let's go back into our text. Lass uns zurück in den Text gehen. All of a sudden, a lot of verbs in Hebrew are going to happen. Und da kommen jetzt plötzlich ganz viele Verben in Hebräischen. Which means Abraham becomes very busy. Das heißt, Abraham wird da sehr beschäftigt plötzlich. Then on the third day, I want to start at verse 3. And Abraham rose up early in the morning, saddled his donkey, took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offerings, and rose up and went to the place which God had told him. Verse 4 and 5. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the donkey, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. Verse 3 bis 5. Da stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm 2 Knechte und seinen Sohn Isaak mit sich, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Junge wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Okay, we're going to do this quick. Abraham's very busy. Wir machen das jetzt schnell. Abraham ist sehr beschäftigt. And then 3 days pass like this. Und dann gehen 3 Tage nur in einem Augenblick vorbei. And then all of a sudden, the story slows Und dann ganz down. plötzlich wird die Geschichte ganz langsam. 3 days have passed like this. 3 Tage so schnell vorbei. And then the story slows and we have dialogue again. Und dann wird die Geschichte langsam und wir haben wieder einen Dialog. And the dialogue is very important in Scripture. Und der Dialog ist in der Bibel sehr wichtig. So the narrator doesn't go fast, he goes slow. Und der Erzähler dieser Geschichte geht es nicht hier einfach schnell drüber, wird jetzt langsam. And what does Abraham say? Was sagt Abraham hier jetzt? You and you stay here. Ihr beiden, ihr bleibt hier. I and the lad, well, I guess I should be the lad, I'm shorter. I and the lad, Ich und der Junge, yeah, we will go to worship. wir werden hingehen, um anzubeten. And notice, yeah, Und passt auf jetzt, and then we will come back to you. passt auf, er sagt, wir werden zu euch zurückkommen. What is he going there to do? Was will er denn dort machen? Why is he saying we will come back to you? Warum sagt er, wir werden zurückkommen? This is a statement of faith. Das ist ein Glaubenszeugnis. He has no idea how this is going to work out. Er hat keine Ahnung, wie das enden wird, But somehow, some way, he believes that something's going to happen. aber irgendwie, auf irgendeine Art und Weise muss irgendetwas passieren und er glaubt daran. He doesn't know how. Er weiß nicht wie. But we're going to go, Aber wir werden gehen and we're going to come back. und wir werden wieder zurückkommen. Now we have a hint in the New Testament about what Abraham was thinking. Und wir haben so einen Oh, thanks. kleinen Hinweis im Neuen Testament darauf, was Abraham hier gedacht hat. Let's just read it in German. Do we have any non-German speakers? Okay, let's just do it in German. Next slide. This is Hebrews 11, 17 to 19. Das ist jetzt Hebräer 11, die Verse 17 bis 19. Durch den Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. What did Abraham believe? Was hat Abraham hier geglaubt? Nochmal bitte, ich habe dich. Gott wird ihn wieder auferwecken. Ja, stimmt. Gott wird ihn wieder auferwecken. Somehow he believed, and by the way, has this ever happened before? Ist es davor schon mal passiert? In This der is not Bibel? like after Jesus was used like ist- you live and you live and you live. Das ist nicht nach Jesus, wo es zuvor schon so war, so, du sollst leben, du sollst leben, du sollst leben. This is at a time where I don't think this has happened before. Das ist zu einer Zeit, wo das vorher noch nie passiert war. And Abraham's looking at his son, he says, you were given to me as a gift, Und Abraham schaut seinen Sohn an und sagt, du wurdest mir als ein Geschenk gegeben and I'm giving you back to God. und ich gebe dich zurück zu Gott. And I believe Und ich glaube, that God can raise you from the dead. dass Gott dich von den Toten auferwecken kann wieder. Even though it's never happened before. Auch wenn es davor noch nie passiert ist. Now we get to the center of the structure. Jetzt kommen wir zu diesem
Zentrum, zum Mittelpunkt dieser Struktur. Stay there. I can't forget this. Ich muss noch ein bisschen mitdenken. Do we trust God and hold on to his promises even when things don't make sense? Vertrauen wir Gott und seinen Verheißungen, auch wenn es keinen Sinn macht? Abraham has exactly zero evidence that this is going to work out. Abraham hat genau null Nachweis? Beweis dafür, dass es funktionieren wird. And yet he trusts. Und trotzdem vertraut er. Your life is falling apart and you know it. Dein Leben fällt auseinander und du weißt es. Why stick with God? Warum bleibst du bei Gott? We're going to get there. Wir werden da gleich noch hinkommen. So Genesis 22:68, this is the center of the structure. And I've already done this whole thing here in Ludwigsburg before. This is the most important part. We're going to get to that later. Genesis 22:6-8. Und jetzt 1. Mose 22, die Verse 6 bis 8. I want you to notice how slow the story goes. Und ich möchte, dass ihr darauf achtet, wie langsam die Geschichte jetzt wird hier. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife. And they went both of them together. And Isaac spoke unto Abraham his father and said, My father? Man, how much that must have hurt. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is a lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Und da heißt es ab Vers 6, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und wie sehr das wehgetan haben muss. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, sieh, hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Und sie gingen beide miteinander. The story is very slow. Die Geschichte ist sehr langsam hier. Abraham picks up fire, picks up wood, lays. We had 3 days pass like this. Da nimmt Abraham das Holz und baut es da auf dem Altar. Und 3 Tage davor sind wie ein Augenblick vergangen. Isaac looks at Abraham and he says, Und Where's the lamb? Isaak schaut seinen Vater Abraham an und sagt, wo ist das Lamm? And Abraham can't tell him yet. Und Abraham kann es ihm noch nicht sagen. He can't tell him, you are the lamb. Er kann ihm nicht sagen, du bist das Lamm. It's not time. Es ist nicht Zeit dafür. So he looks at him and he says, the only thing he can say, Und er schaut ihn an und sagt ihm das Einzige, was er ihm sagen kann. God will provide. Gott wird dafür sorgen. Let's go. Lass uns gehen. That's the center? That's a weird center. Das ist das Zentrum dieser Geschichte. Das ist ein komisches Zentrum, ein komischer We're going to Höhepunkt. skip all the English and just go to the German because we're running out of time. Is that the beginning? Yeah, that's it. All right. This is Ellen White's Patriarchs and Prophets on the Akedah. Das ist hier von Ellen White, was wir lesen aus Patriarchen und Propheten über das Akedah. Achedah. I love saying that word. Okay, go ahead and read it. Und da heißt es, an dem bezeichneten Platz bauten sie den Altar und legten das Holz darauf. Dann eröffnete Abraham seinem Sohn mit zitternder Stimme die göttliche Botschaft. Erschrocken und bestürzt hörte Isaak von seinem Schicksal, aber er leistete keinen Widerstand. Es wäre ihm möglich gewesen zu entrinnen, wenn er das gewollt hätte. Der von Kummer verzerrte alte Mann, von der Qual der drei letzten schrecklichen Tage völlig erschöpft, hätte den kräftigen jungen Mann nicht daran hindern können. Aber Isaak war von Kindheit an zu bereitwilligem, vertrauensvollem Gehorsam erzogen worden. Als ihm der Vater Gottes Absicht offenbarte, beugte er sich deshalb willig. Er teilte Abrahams Glauben und war bereit, Gott sein Leben zum Opfer zu bringen.
Zart fühlend versuchte er, dem Vater seinen Kummer zu erleichtern. Er half dem Greis, der mit kraftlosen Händen die Stricke binden wollte, die ihn an den Altar fesseln sollten. Und nun kam der Abschied, die letzten Worte, die letzten Tränen, die letzte Umarmung. Der Vater hob das Messer, um seinen Sohn zu töten. Stay here. Do you know what Akedah means? Wisst ihr, was Achedah heißt? Because in this chapter, there's a silence in the text. Denn in diesem Kapitel gibt es eine Stille in diesem Text. It's something that we wish to know, but it's not mentioned. Es ist etwas, was wir gerne wissen würden, aber es ist nicht erwähnt. And the silence in the text is deep. Und diese Stille in diesem Text ist tief. It's that moment where father and son are building the altar. Es ist dieser Moment, wo Vater und Sohn diesen Altar bauen. The altar is ready. Der Altar ist fertig. The wood is ready. Das Holz darauf ist fertig. The fire and everything's ready. Das Feuer und alles ist fertig. And then Abraham has to get Isaac his son, and begin to bind him. Und dann muss Abraham seinen Sohn Isaak nehmen und beginnen, ihn zu fesseln. This word achedah Dieses Wort Achedah means the binding. bedeutet dieses Binden. It's the part of the text where Abraham had to tell Isaac that he was the sacrifice. Es ist der Teil des Textes, wo Abraham Isaak sagen musste, dass er das Opfer war. And what is unglaublich, Und was hier unglaublich ist, is that Isaac let him. ist, dass Isaak das zugelassen hat. Isaac could have ran away, Er hätte wegrennen können, but he decided that it was an honor to die for God. aber er hat entschieden, dass es eine Ehre war, für Gott zu sterben. And here Ellen White tells us that he tried to encourage his father's hands to do the right thing. Und die Geschichte und Ellen White sagen uns sogar, dass er seinen Vater ermutigt hat dazu, das Richtige zu tun. By the way, the Holocaust, that is a derivative of the Akedah, this burnt sacrifice, this all this comes from this story, this word. Und nur eine kleine Nebenbemerkung, das Wort Holocaust ist auch von diesem Opfer her abgeleitet, ja, auch von dieser Geschichte, das ganze Verbrennen. So here comes Isaac about to die, encouraging his father to be faithful to God. Und hier ist nun Isaak, der seinen Vater Abraham dazu ermutigt, das Richtige zu tun und Gott treu zu sein. So they hug, Also umarmen sie sich and he lays them on the altar, und er legt ihn auf den Altar and he lifts the knife to slay his son. und er hebt das Messer auf, um seinen eigenen Sohn zu töten. His hopes, Seine Hoffnungen, his dreams, seine Träume, his reason for following God sometimes, sein Grund, warum er manchmal Gott gefolgt war and his beloved son. und seinen geliebten Sohn. What happens next? Was passiert als nächstes? Everyone knows. Ihr wisst es. Just go ahead and read in German. Starting from verse 11 to 19. Ab Vers 11 lesen wir, wollen bis zum Ende, bis Vers 19 lesen. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Leg deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast um meinetwillen deinen einzigen Sohn nicht verschont. Da hob Abraham seine Augen auf und sah hinter sich einen Widder mit seinen Hörnern in der Hecke hängen. Und Abraham ging hin, nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher sagt man noch heute: Auf dem Berg, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast und hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert, will ich dich segnen und deine Nachkommen vermehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und in deiner Nachkommenschaft sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham wohnte in Beersheba. What's really interesting in this section is that God provides. We know that.
Was wirklich interessant in dieser Geschichte ist, oder in diesem Teil, ist, dass Gott jetzt sich darum kümmert. Er sorgt sich für den Ersatz. Wir kennen das. But have you noticed that Abraham named God? Aber habt ihr bemerkt, dass Abraham Gott einen Namen gibt? This is really interesting. I don't have time to preach on this. Das ist sehr interessant. Ich habe keine Zeit, jetzt darüber groß zu reden. But the name of God is really important. Aber der Name Gottes ist sehr wichtig. There's a lot of times where people ask God for his name and he's like, no, I'm not telling you. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, wo Menschen Gott fragen, wie ist der Name, und Gott sagt, ich sag's dir nicht. I can give you one example is Samson's parents, Manoah and his wife. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Eltern von Simson, Manoah und seine Frau. There are times where they ask for God's name, Moses does it, and then God gives him his name. Es gibt auch Zeiten, wo sie fragen nach dem Namen und Gott gibt seinen Namen wie Mose. But stay with me. Aber Go ahead. Bleib mit mir. bleibt bei mir, denkt mit. One of the interesting things about the Bible is most of the time people are naming God. Das Interessante ist, dass meistens Menschen Gott einen Namen geben. How do they name God? Wie geben sie Gott einen Namen? It's because they had an experience with God, Es ist, weil sie eine Erfahrung mit Gott hatten and through that experience they learned something about him. und durch diese Erfahrung haben sie etwas über ihn gelernt. And so here Abraham can name the whole mountain, God will provide. Und Abraham nennt diesen ganzen Berg, Gott wird sich kümmern. Why? Warum? Because when he had nothing left, Weil als er nichts mehr hatte, God provided. hat Gott sich um ihn gekümmert. Most of us can't name anything God will provide because we've never had to be put in a situation where God had to provide. Und viele von uns können vielleicht nichts nennen, Gott wird sich kümmern, weil wir noch nie alles, was wir hatten, Gott übergeben mussten. We don't know anything about God Wir wissen vielleicht nichts über Gott, because we've never put ourselves in a position where God had to come through. weil wir uns selbst nie in diese Situation gebracht haben, dass Gott wirklich wirken musste. And in a lot of Christianity today, Und in einem Großteil der Christenheit heute they sing about a God they have no idea who he is. singen sie über einen Gott, wo sie keine Ahnung haben, wer er eigentlich ist. He's the God of going to church for 1 hour or less a day and that's it. Er ist der Gott dieser einen Stunde, wo man einmal in der Woche hingeht in die Kirche und dann singt, und das ist es. If someone who didn't know anything about God came to you and said, "Give me God's name," what would you say? Wenn jemand, der nichts über Gott weiß, zu euch kommt und euch fragt, gib mir Gottes Namen, was ist der Name Gottes, was würdest du sagen? Well, we could say, well, God can provide. Wir würden sagen, Gott kann sich sorgen, kann sich kümmern. Well, how do you know that? Woher weißt du das? Because I had an experience with God. Let me tell you about it. Weil ich eine Erfahrung mit Gott hatte. Lass mir dir darüber erzählen. Next slide, please. I've been wanting to get to this slide the entire sermon long. Und zu dieser Folie wollte ich jetzt die ganze Predigt schon kommen. Genesis 22 is a chiastic structure. 1. Mose Kapitel 22 hat eine chiastische Struktur. And a lot of times when pastors preach on this, we preach at the beginning. Und oft, wenn Prediger darüber predigen, dann reden wir über den Anfang. And we say, is there something in your life that you have to sacrifice for God? Und dann sagen wir, gibt es etwas in deinem Leben, was du für Gott opfern musst? Is it a relationship? Ist da eine Beziehung? Is it a friendship? Ist da eine Freundschaft? Is it your hopes and dreams? Deine Hoffnung, deine Träume? God's calling you today, brothers and sisters. Gott ruft dich heute. Be Brüder und faithful. Schwestern, seid treu. Or, most of the time, we preach at the end. Oder wir reden dann auch meistens über das Ende. No matter what you're going through, Ist egal, wo du durchgehst gerade in deinem Leben. God can provide. Gott kann sich um dich kümmern. No matter how hard the trial is, Es macht nichts aus, wie hart diese Umstände sind in deinem Leben. God can provide. Gott kann sich darum sorgen. But for the Jewish person, Aber für den Jüdischen, der das liest, the one who's listening to the text, der dem Text zuhört, the beginning is important. da ist der Anfang wichtig. The end is very important. Das Ende ist sehr wichtig. But the meat is in the middle. Aber das Fleisch ist in der Mitte. And what is this text telling us? Und was sagt uns dieser Text? The story of the Akedah, Die Geschichte von diesem Achedah, the middle,
Die Mitte is when Abraham is going up the mountain ist, wenn Abraham diesen Berg hochgeht and he's crying out to God for help. und er schreit zu Gott um Hilfe And he's crying and he's crying and he's crying. und er schreit und schreit und schreit And God is not answering. und Gott antwortet nicht. For the Jewish person, the story of the Akedah Für die jüdische Person ist diese Geschichte des Achedach is how do I continue being faithful to God when I'm crying out to him in problems and he doesn't answer? Es geht darum, wie kann ich Gott weiter vertrauen, wie kann ich Gott folgen, wenn ich zu Gott rufe und er nicht antwortet. How are you still faithful when you have no evidence that he will provide? Wie bist du immer noch treu, wenn du keinen Beweis dafür hast, dass er sich darum kümmern, dass er einen Ausweg hat dafür? When your children come to you and say, there are no lambs here, Wenn deine Kinder zu dir kommen und sagen, hier gibt es kein Lamm and with the absence of all evidence, you look at them and say, und ohne jeglichen Beweis schaust du die an und sagst, God will provide himself. Gott wird sich darum kümmern. for the Jewish person, this is the center. Für den jüdischen Leser ist das Zentrum der Geschichte. And for us, if we're honest with ourselves, This is also the center. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann ist für uns auch das Zentrum. It's hard when we have to sacrifice. Es ist hart, wenn wir etwas opfern müssen. And it's great when God provides. Und es ist großartig, wenn Gott sich um etwas kümmert. But the real question in our relationship with God is, how can I be faithful to God when there's no evidence and I still have to go up that mountain? Aber die zentrale Frage in unserer Beziehung zu Gott ist, wie kann ich Gott treu sein, wenn ich schreie nach ihm und es gibt keine Antwort und ich muss trotzdem weitergehen? next slide. Why did this happen? We know it's because of Abraham's sin, because of the heavenly intelligences. They were looking at this for us today. For Abraham to see a picture of God's heart, because when Jesus died, there was no one to stop it. There was no one to say, yeah, that's enough, get the ram in the corner. Jesus is the picture. Oh, sorry, forgot about you. Go ahead, your turn. Warum ist diese ganze Geschichte passiert? Wir haben hier, wir sehen, dass Abraham vorher gesündigt hatte. Wir haben die Geschichte drumherum von himmlischen Wesen, die diese Geschichte sehen und auch Gottes Wesen dadurch kennenlernen. Wir haben für uns aufgeschrieben, dass wir dadurch lernen können. Wir haben, dass Abraham durch diese Geschichte Gott besser kennenlernt. I don't know, let's just keep going. Okay. Yeah. We have 2 more slides and we're finished. I'll just say this. 1, Abraham had to learn that in order for God to provide, he had to give up everything. Abraham musste in dieser Geschichte lernen, wenn Gott sich um ihn sorgen soll, dann muss er alles aufgeben. And folks, that's the story of salvation. Und das ist die Geschichte der Erlösung. You cannot save yourself. Du kannst dich selber nicht retten. You want to be saved, you have to allow everything to go so that God can save you. Du möchtest gerettet sein, dann musst du alles geben, damit Gott dich retten kann. You can't be saved when you're still holding on to something. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du dich immer noch in irgendetwas festhältst. And the story of the gospel is that Jesus did it before you had to do it. Und die Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus es schon getan hat, bevor du es überhaupt tun kannst. Jesus left heaven Jesus hat den Himmel verlassen and he suffered on this earth. und er hat gelitten auf dieser Erde. And finally he was on the cross. Und dann war er endgültig dann am Kreuz. But unfortunately there was no angel to stop that death. Aber unglücklicherweise gab es für ihn keinen Engel, der diesen Tod verhindert hat. Jesus achedat himself for our salvation. Jesus hat sich selber geachedat für unsere Erlösung. Because without his complete sacrifice, Denn ohne sein völliges Opfer could we never be saved. hätten wir niemals gerettet werden können. Last slide. We're just going to skip that. Skip that. Romans 8:32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? In Deutsch bitte. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?
I've done this with young adults before. We don't have time to do it today. Ich habe das mit Jugendlichen schon vorher gemacht. Wir haben heute leider keine Zeit, das zu tun. But today, I'm going to break all German rules. Aber heute werde ich alle deutschen Regeln brechen. There are some of us sitting here today. God is asking you to sacrifice something. Es gibt heute hier welche Menschen, die sitzen unter euch, wo ihr wisst, Gott ruft euch dazu, etwas aufzugeben, etwas zu opfern für ihn. We have those people. Es gibt hier unter uns welche. And then we have some people here who God has really provided for you recently. Und wir haben andere, für die Gott wirklich gesorgt hat, erst kürzlich. He has blessed you. Er hat euch gesegnet. He has given you an answer to your prayers. Er hat euch eine Antwort auf eure Gebete gegeben. And then there's a lot of us Und dann gibt es viele unter uns. that we are in the middle. Wir sind in der Mitte. And we are this close to turning around. Und wir sind so kurz davor, umzudrehen. So when the last song is sung Wenn das letzte Lied gesungen ist and everyone leaves, und jeder nach Hause geht, I'm going to be up here. dann werde ich hier vorne sein. And if you want a special prayer for you today, Und wenn ihr ein besonderes Gebet für euch heute haben möchtet, because you have no idea how you're going to go up that mountain, weil ihr nicht wisst, wie ihr diesen Berg hochlaufen sollt, I want to pray for you. dann möchte ich für euch beten. If nobody comes, that's okay. Wenn keiner kommt, ist das okay. But I'm going to be here. Aber ich werde hier sein. And I invite you, if that's you, Und ich lade euch ein, wenn du dich angesprochen fühlst. when church is over, come and meet me up front. Wenn wir fertig sind mit dem Gottesdienst, dann komm nach vorne und treff mich hier. The Achedah is real, Das Achedach ist echt, but it's not Isaac. aber es ist nicht Isaak. It was Jesus Es war Jesus, who bound himself der sich selbst gebunden hat and gave up everything und alles aufgegeben hat, so that you could be saved. sodass du gerettet werden kannst. Folks, God wants you in heaven more than you want to be in heaven. Gott möchte mehr, dass ihr im Himmel seid, als du es möchtest, dort zu sein. He is on your side. Er ist auf deiner Seite. Will you cooperate? Willst du mit ihm zusammenarbeiten? Let's pray. Lass uns beten. You want to pray for us? Lieber Gott, Vater im Himmel, ich möchte danken für die Botschaft, die du uns in die Bibel hineinlegst, für die Dinge, die du uns zeigst, für Beispiele aus der Bibel, wo du uns zeigst, wie du bist, wo Menschen lernen konnten, wer du bist. Und lieber Gott, du bist damals der gleiche Gott wie heute und heute bist du immer noch genau der gleiche. Du siehst jeden Einzelnen hier. Du siehst unsere Leben, du siehst unsere Probleme, du siehst die Situation, wo wir sind, ob wir gerade glücklich sind, bedrückt sind, Sorgen haben, Probleme haben. Du siehst nicht nur unsere Situation jetzt, du siehst die Vergangenheit, du siehst die Zukunft. Lieber Gott, es gibt Dinge, die wie ein unüberwindbarer Berg aussehen, wo wir keinen wirklichen Ausweg sehen, keine Beweise in der Hand haben. Aber du bist heute noch derjenige, der uns zeigen möchte, jedem persönlich, nicht nur durch eine Predigt, nicht durch Geschichten, Erfahrungen von anderen, sondern jedem persönlich, auch mir, wer du bist. Und lieber Gott, ich wünsche mir dass ich in einer Situation, wo ich rufe, das Gefühl habe, dass keine Antwort kommt, wo ich nicht weiter weiß, dass ich dich nicht loslasse, dass ich trotzdem an dir festhalte, dass ich weiter den Weg mit dir gehe und dass ich dich kennenlernen kann in einer
Art und Weise, wie ich es ja sonst nicht könnte. Und ich wünsche mir das nicht nur für mich selber, sondern für jeden Einzelnen, der hier ist, in all den Herausforderungen, in die wir stecken. Erinnere uns immer wieder daran, dass du da bist und dass du der Gott bist, der sieht. Amen.